Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch das Apartment, welches wir uns damals gebucht haben, als wir in Swinemünde Urlaub gemacht haben. Das, was ihr gleich zu sehen kriegt, ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem Swinemünde-Video, was ich damals hochgeladen habe. Auch das packe ich euch nachher unten in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch auch das nach diesem Video gerne nochmal anschauen. Wir werden gleich zusammen einen Rundgang durch das ganze Apartment machen und nach dem Rundgang werde ich dann auch noch mal ein paar Worte über das Apartment verlieren, was ich da gut fand und was ich da vielleicht weniger gut fand. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, dass zwischen mir und dem Vermieter des Apartments keine finanzielle Abmachung ist oder das Video auch nicht irgendwie gesponsert ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Rundgang an und viel Spaß! Ja, hier gehen wir jetzt in Richtung Apartment. Ja, das Apartment befindet sich jetzt hier gleich auf der linken Seite. Und wenn wir jetzt da unten das gelbe ASEAN-Schild sehen, oben drüber der Balkon, das ist im Prinzip ja, der Balkon vom Apartment. Und wir haben vom Balkon aus direkt die Sicht auf die Promenade. Also wir sind im Prinzip direkt an der Promenade. Und ja, hier sind wir jetzt schon in der Wohnung. Also wir gehen jetzt im Prinzip von der Eingangstür rein. Und man sieht, das Apartment ist relativ klein und kompakt alles. Es hat vielleicht 25, 30 Quadratmeter, würde ich jetzt schätzen. Und man sieht, von der Eingangstür ist man sofort im Wohnbereich. Hier haben wir jetzt einen kleinen Essbereich, auch eine kleine Küche, die aber wirklich mit allem ausgestattet ist, was man eigentlich braucht. Also Kaffeemaschine, Cerankochfeld, einen Kühlschrank sehen wir jetzt hier auf der linken Seite, eine Spülmaschine und ja, hier haben wir auch die Eingangstür, Schränke, wo man auch gegebenenfalls seine Sachen verstauen kann. Und ja, hier sind wir auch im Schlafzimmer, ist auch eigentlich relativ klein. Man hat da auch einen Fernseher, also man hat im Schlafzimmer einen Fernseher und einen, wie wir hier sehen, im Wohnzimmer. Ich habe auch schon mal die Frage gelesen, ob es dort deutsche Kanäle gibt. Ganz ehrlich kann ich euch nicht sagen, weil ich im Urlaub eigentlich so gar kein Fernsehen gucke. Ja, aber vom Apartment her war es das auch eigentlich. Also das ist ein wirklich kleines Apartment. Aber ich denke, was viel, viel interessanter ist, ist die Aussicht und ja, beziehungsweise der Balkon. Weil der Balkon ist für die Größe des Apartments, finde ich, schon groß. Und wie wir sehen, haben wir hier die direkte Sicht auf die Promenade. Und ja, wer das Radisson Blu Hotel kennt, was eigentlich sehr bekannt in Swinemünde ist, dann könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, wo das Apartment ist. Und ja, auch direkt hinter der Promenade haben wir auch schon eigentlich das Meer. Also wer schon mal in Swinemünde war, weiß das auch. Also wir sind hier wirklich direkt im Zentrum. Und wer direkt im Zentrum sein möchte, dem kann man das Apartment wirklich empfehlen, weil man muss wirklich nicht viel laufen. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Restaurants, Cafés, ja, im Prinzip die Promenade und das Meer schon fast vor der Nase. Ja, aber ich zeige euch jetzt auch noch mal ja, das Badezimmer. Das Badezimmer ist auch schön modern ausgestattet. Ja, man hat da auch so, ich sage jetzt mal, kleine Lichtspielchen. Also man kann oben hier einmal das Hauptlicht anmachen und dann haben wir auch Lichter im Hintergrund, was ich jetzt anmachen werde. Da, genau, das sind die Lichter im Hintergrund. Ist auch schön geräumig, hat eine Dusche. Und ja, eigentlich auch mit allem Nötigen ausgestattet, was man braucht. Was für mich immer sehr wichtig ist, wenn ich im Urlaub bin, dass die Apartments sauber sind. Das ist für mich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja, für mich eigentlich schon an oberster Stelle steht. Ja, genau. Sehr schön, das Apartment auch ein Spiegel von unten oder fast unten bis oben durchgezogen. Auf jeden Fall kann man das jemandem empfehlen. Ja, und vom Apartment her muss man sagen, war es das auch eigentlich schon. Viel mehr gibt es hier nicht. Und genau. Ja, dann werde ich jetzt auch noch mal ein paar Worte meiner Seite zum Apartment wiedergeben. Im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, dass das Apartment ein sehr schönes Apartment ist. Es ist zwar ein bisschen klein und kompakt, aber wirklich mit allem Nötigen ausgestattet, was man für einen Urlaub braucht. Das Highlight vom Apartment, würde ich jetzt sagen, ist auch eigentlich die Lage, wo das Apartment steht. Also wie wir auch gerade gesehen haben, trennt wirklich nur eine Straße die Promenade vom Apartment. Und ja, man ist innerhalb von einer Minute direkt im Zentrum, wo es Restaurants, Cafés und weitere Sachen gibt. Und wer auch schon mal in Swinemünde war, der weiß auch, dass hinter
dass hinter der Promenade auch sofort das Strand und das Meer ist. Also man ist wirklich mitten im Zentrum und wer im Zentrum sein will, den kann ich dieses Apartment wirklich empfehlen. Ich muss aber eine Sache zugeben, als ich damals in dem Apartment war, hatte ich noch kein Kind und laut Vermieter ist das Apartment für 3 Personen gedacht. Ich würde diesem Apartment maximal 2 Personen zutrauen, aus dem Grund, weil es einfach klein ist. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich da jetzt mit meinem Kind noch drin wäre, dann wären wir im Prinzip 3 Personen. Das wäre für mich persönlich auf jeden Fall schon zu klein. Also für 2 Personen, ob jung oder alt, ist das Apartment meiner Meinung nach wirklich ideal. Wer im Zentrum sein möchte, alles was schon mehr wie 2 Personen sind, ja, da muss man einfach gucken, wie von demjenigen die Ansprüche sind und ja, nicht, dass es dann hinterher wirklich noch viel zu eng wird. Ich kann mich auch noch erinnern, dass damals der Vermieter auch einen Parkplatz zur Verfügung stellt, wo man dann ja, im Prinzip für, ich glaube, 50 Zloty täglich eine Tiefgarage nutzen kann. Ihr müsst wissen, im Zentrum von Swinemünde darf man ohne Ticket nicht parken. Das heißt, wenn ihr irgendwo jetzt auf der Straße parken würdet, müsstet ihr sowieso um die 55, 60 Zloty zahlen. Ich weiß nicht, wie derzeit die Preise sind, aber damals hat uns, wie gesagt, die Vermieterin uns die Tiefgarage für, ich glaube, 50 Zloty oder 45 Zloty sogar die Nacht angeboten, was wir dann auch natürlich angenommen haben. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was vom Apartment zeigen und vielleicht kannst du dir dann bei Gelegenheit vielleicht auch das Apartment dann buchen. Den Link zum Apartment, das wird ein Airbnb-Link sein, packe ich euch dann in der Videobeschreibung rein und bei Bedarf könnt ihr euch das dann auch gerne buchen. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Bleibt gesund, einen schönen Urlaub und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.